Gemeinsam werden wir jetzt das Kapitel Innenputz aufschlagen und warum das alles nicht so einfach war, das werdet ihr jetzt sehen. So ist der Stand meines Hausbaus derzeit. Gestartet haben wir aber erst vor 8 Monaten. Die grüne Wiese war tatsächlich die Ausgangslage, nicht nur für den Hausbau, sondern auch für die Baudokumentation auf YouTube. Wir mussten viel Erdmasse abtragen und abtransportieren, um die Ausgangslage für das Fundament zu schaffen. Dennoch haben wir es geschafft, den 3-stöckigen Rohbau in den Hang zu setzen. Der Dachstuhl und die darauf folgende Dachdeckung haben dem Haus den Hut aufgesetzt. Und mit den mittlerweile montierten Fenstern sind wir mit gutem Gewissen in den Winter gestartet und auch die Baustellentür ist dann am Ende des Tages gekommen und somit starten wir in das Fertigstellungsjahr 2025. Letzten Freitag, also genau da, wo wir eigentlich die letzte Folge am Sonntag gedreht haben, hat sich nach dem Dreh noch was ereignet. Es ist nämlich der Innenputztank gekommen, also der Lastwagen mit dem Tanker drauf. Und das war gar nicht so easy, denn der ist nicht hochgekommen. Er ist vorwärts hier hochgefahren, mit Schwung ist es sich gerade mal so ausgegangen. Und am Ende des Tages hat es dann aber nicht geschafft, rückwärts wieder hochzufahren. Es ist wirklich eine 3 cm dicke Eisschicht drauf gewesen. Das war natürlich ein Riesenproblem und er hat es nicht hochgeschafft. Der Jose, ich, mein Bruder und der Lastwagenfahrer haben wir dann alle gemeinsam, hier diese 30 Meter sind es glaube ich schon fast, haben wir die Straße zumindest einseitig, da wo vor allem das Gewicht drauf ist, alles zerklopft, um das irgendwie zu bewerkstelligen. Ich blende euch ein paar Aufnahmen dazu ein und dann hat es wirklich funktioniert. Ich hatte aber eine falsche Vorstellung von dem Ganzen. Ich habe mir gedacht, das ist der Container, der ist vollkommen voll mit Innenputz. Das ist nicht mal der Fall. Der war vielleicht zur Hälfte voll. Also 2-3 Tage später ist nochmal ein Tanker gekommen und der hat den nochmal aufgefüllt. Um nochmal 10 bis 15 Tonnen. An der Stelle nochmal danke, Jose. War wirklich super. Und, by the way, es war eine coole Aktion. Wir waren da oben, haben gerade Kebab gegessen. Dann kommt er daher, hey, Alter, ich schaff's nicht auf. Dann haben wir da Salz gestrahlt wie nur wild und am Ende des Tages geklopft wie nur wild. Minus eine Schaufel, weil die habe ich zerbogen, aber ansonsten ist eigentlich alles ganz gut. Und da hinten seht ihr eben auch das fertige Ergebnis. Der große Tanker heißt, jetzt wird das ganze Haus innen verputzt. Und ja, wir haben Samstag und ja, es ist jetzt gerade immer noch viel los auf der Baustelle. Finde ich einfach super, dass die am Samstag auch was machen. Ehrlich gesagt, eine tolle Geschichte von vorne bis hinten. Jose war wiederum auch noch nie im Haus drinnen bis jetzt. Also wirklich jetzt das erste Mal. An der Stelle ein riesen Dankeschön an den Kooperationspartner dieser Folge, nämlich Reolenk. Wie ihr wisst, schon seit Monaten, seit Beginn der Baustelle sind sie Partner dieser gesamten Dokumentationsreihe und heute darf ich euch die Reolenk Duo 3 WLAN vorstellen. Ein neues Modell der Marke Reolenk, 16 Megapixel Aufnahme in UHD. Sie verfügt über die ideale Überwachung in ER Night Vision und in Spotlight Night Vision. Wir bedienen uns immer wieder der Zeitrafferfunktion. 180 Grad Blickwinkel, heute zum Beispiel, wir haben Samstag und dennoch ist was los auf der Baustelle. Warum weiß ich das? Weil ich schon morgens beim morgendlichen Kaffee in die App reinschaue, was sich auf der Baustelle so tut. Mit der Speicherfunktion von bis zu 512 GB mit der MicroSD hat man wirklich genügend Speicherfläche, um lange Zeitrafferaufnahmen zu machen. Links zu den Kameras bzw. zu Reolenk findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einen Rabattcode bekommt ihr mit Castle Media beim Checkout. Also das Gerät ist ganz schön groß. Man sieht es auch unten von der Bundesstraße aus. Ist wirklich die kleinere Version jetzt von dem Kran. Aber ist wirklich ziemlich wild. Und das da unten zapft es quasi an. Mit dem wird auch wieder angefüllt. Kommt da alles da rein. Ich glaube, wird da mit Druck gemischt oder irgendwie so. Was für eine Art von Innenputz ist das jetzt? Das ist jetzt, ich glaube, es ist die Einserkörnung. Also Einserkörnung, nicht glatt gerieben. Wir haben jetzt ein intelligentes Haus. Wir haben Licht im Haus und im Stirnhaus. Also richtig fein. Mit einem Lichtschalter, der erste Lichtschalter im Haus. Servus, grüß dich. Also, dementsprechend, das ist der erste Lichtschalter im Haus. Und ihr seht da hinten schon, das Baustellenlicht, was da jeweils bei den Wandlampen rauskommt. Da unten beim Spot, oben bei den Wandlampen. Also mittlerweile ist es sehr hell. Mittlerweile ist es sehr hell. Also dahinter kommen ja auch nochmal 2, da oben kommt auch nochmal eine. Hey. Servus, grüß dich! Und da unten gehören eigentlich auch nochmal 2. Da gehen wir kurz mal runter, dann sage ich euch das. Also, tada! Einfach nur fein, wirklich. Wir haben Innenlicht. Wir haben ein Innenlicht, Alter. Schau mal da oben. Gibt dir das? Einfach nur der Wahnsinn. Jeweils immer eine. Danke an der Stelle auch an die Elektriker. Filmen wir mal da oben. Schau es mir an. Einfach der Wahnsinn. Alles mittlerweile ein bisschen hell. Da unten war es noch nie so hell. Wir springen ins erste Untergeschoss, liebe Leute. Wir gehen da direkt mal vorbei. Sie haben am Donnerstag gestartet offiziell. Was muss man alles machen, damit Innenputz generell aufgetragen werden kann? Man muss mal alles, wie ihr hinter mir seht, abkleben. Hier das gesamte Fensterelement, die ganze Fensterfront,
Alle Fensterbänke natürlich auch. Das heißt, es sind 14 Fenster im Haus. Es sind 3 große Fensterelemente von 4 Metern. Viel Vorarbeit, die geleistet werden muss. Und es war auch der Brandl jetzt die ganze Woche noch da. Hat quasi die Vorbereitung gemacht, die Putzvorbereitung. Das sind die Eckelemente. Was ist los? Ja, ja. Okay. Nein, ich bin da der Chef. Grüß dich. Hi. Ich glaube, wir sind Fremde. Ja. Dafür bin ich aber ziemlich weit gekommen. Ja, Wie sind die erste untergeschossen? eigentlich Ohne schlecht. dass mich wer gefragt hat. Ja? Aber es ist wer gekommen, das ist gut. Das spricht für ihn. Okay, also Thema zurück. Die Kanten sind mittlerweile überall gesetzt worden. Die sind wichtig, damit man da quasi ranputzen kann. Das heißt, wird aufgetragen mit der großen, langen, nennen wir Spachtel. An die Kanten wird das quasi rangespachtelt. Die sind jetzt nur mal positioniert worden, damit man dann eben dran arbeiten kann. Gehört alles zur Vorarbeit. Ihr seht es bei jeder einzelnen Kante, jeweils beim Fenster, links, rechts und oben. Auch hier rund um den Kamin, selbstverständlich. Auch hier wieder oben, bei jeder einzelnen Kante. Und das ist richtig viel Arbeit. Und hier drinnen sind wir im ersten Untergeschoss, es wird oben gestartet und dann geht es weiter runter. Wir kommen gleich oben hin, macht mal einen Blick nach oben. Das ist mir erst jetzt aufgefallen, ich bin auch das erste Mal da. Wir haben eine rote Decke, Leute. Also so eine Art Primer in der Hinsicht. Ihr seht auch hier die gespachtelten Zwischenräume. Ist ja eine Fertigteildecken. Da war quasi ein richtig fetter Spalt, der ist zugespachtelt worden mit dem Netz. Das hat die Baufirma Brandl gemacht. Auch da drüben seht ihr diesen runden Punkt. Das ist ja wiederum ein Auslass, den ich über der Couch geplant gehabt habe. Den habe ich aber wiederum jetzt weggelassen. Das war für die Pendellampe. Wäre für die Pendellampe gewesen, habe ich dann gesagt, okay, brauchen wir nicht unbedingt, da will man sich eher den Kopf stoßen, vor allem da drüben, ihr seht ja den Schlauch, da kommt ja die Pendellampe über den Küchentisch, also über den Esstisch her und dann passt das viel besser zusammen. Aber diese Grundierung oben, die braucht man natürlich, dass der Putz dann hält. Denn sie starten immer bei der Decke, dann geht es auf die Wände und starten ganz oben, dann bis ganz unten. Und so arbeitet sich das durch. Und zum Schluss ist das Stiegenhaus. Oder? Ganz zum Schluss ist das Stiegenhaus, genau. Wenn man dann komplett fertig ist mit dem Stiegenhaus, verlässt man dann ein neues Haus offiziell. Ihr seht auch hier, alles zugespachtelt, das hat alles die Baufirma Brandl gemacht. Auch hier hinten beim Waschtisch vom WC. Jetzt seht ihr es erst. Das WC ist zugemauert worden. Ursprünglich, letzte Woche haben wir eigentlich noch gesprochen, dass das da nicht gemauert wird, sondern mit Rigips zugemacht wird. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das... Das hört sich eher nach Mauer an. Da unten auf alle Fälle brauchen wir nicht reden. Wahrscheinlich einfach stabiler. Nehmen wir mal an. Mal Schallschutz und so haben wir natürlich immer mehr, muss man schon ehrlich sagen. Aber ihr seht es, das zugespachtelt, viel hat sich auch im Bad jeweils immer getan. Also ihr seht es hier, komplette Fläche vom Waschtisch, alles bis oben zugespachtelt, mit dem Netz teilweise eingespachtelt, dass das alles wirklich hält. Und das sehen wir jetzt bei einem spannenden Thema. Auf Castle Media in der Story, wenn ihr noch nicht dabei seid, folgt uns doch einfach mal. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, bei solchen Abstimmungen auch dabei zu sein. Abstimmung war folgende. 1,80 Waschtisch oder 2,40 Meter Waschtisch. Und es war ganz spannend, denn es haben, ich glaube 250 sind es dann wirklich gewesen, 250 Leute haben mitgemacht und es war die Quoten ungefähr 70:30. Heißt, 70% wollten 2,40 Meter haben. Bündig von dieser Wand zur, ich sag mal, ungefähr 15 cm Abstand zur Glaswand von der Dusche. Das ist das Ergebnis gewesen und wie ihr wisst, ursprünglich habe ich auch 2,40 Meter geplant und bin davon auch ausgegangen. Aber ich habe dann ein bisschen zum Grübeln begonnen, als ich mir die Preise angeschaut habe vom Waschtisch und so. Ihr wisst es, wie sie ist. Die Gedanken dann in dem Bezug. Aber mir gefällt es auch besser. Ich war jetzt noch nie oben, Leute. Noch kein einziges Mal. Ich bin mir sicher, sie haben schon viel erledigt. Deswegen, ich bin so fucking excited. Grüß dich, servus. Servus, grüß dich. Ja, Wahnsinn. Kommst du rein? Ja, bitte. Ja. Ja, das ist ein bisschen dreckig. Ja, ist egal. Alter, ist das geil. Servus. Servus. Das ist der Jose. Wahnsinn. Schauen wir mal. Wahnsinn. Wow. Oha. Oha. Ihr seid so schnell. Wahnsinn. Leute, gebt's euch das. Fuck. Komplett sprachlos. Haut's mal da hoch. Wahnsinn. Das ist eine Einfach komplett Transformation. anderes Hey. Raumfeeling. Wahnsinn. Wie tief kommt die Decke? Unterkante Fetten. Unterkante Fetten ist dann der Abschluss. Da kommt noch Zangenlage rein und dann Was für Heftig. Holz kommt her? Altholz.
Wand und Decke, beides. Aber auf der Wand nur bis 2,52 Meter. Dann ist es wieder weiß und dann ist es wieder Holz. So ist fertig. Sehr gut, ja. So Chalet-Stil, so in die Richtung quasi. Ja, das wird schön. Ich glaube auch. Ja, das wird schön. Habt ihr drüben auch schon angefangen? Nein. Okay. Aber mega. Habt ihr das alles reingemacht? Einfach der Wohnbereich schon fertig. Ja, Vorbereitung Crazy. haben wir 2 Tage gehabt. Ja, das ist ja sau viel. Aber man muss einfach abwickeln schön und vorbereiten kann. Ja, vor allem die Kanten und alles. Das ist ja wirklich viel Arbeit. Ja. Du. Ein Wahnsinn, da geht viel weiter. Wahnsinn. Haben wir die Ehre. Damn. Ja, das gleiches Thema wie unten im ersten Untergeschoss. Ganze Wand verspachtelt worden, auch wieder mit Netzen teilweise, damit das alles passt, weil da ist ja XPS dahinter, also das Rosane vom letzten Mal, wo der Bauschaum drinnen war. Das XPS schon angebracht und dazwischen wieder Bauschaum. Und das bedeutet, das ist jetzt alles vollflächig verspachtelt, damit das natürlich, wenn das sie ausdehnt und so, dass das alles passt. Wenn Fliesen drauf sind und so, entsteht natürlich viel mehr Spannung und das muss natürlich ordnungsgemäß gemacht werden. Das gleiche auch da oben, ihr seht es, da war immer Abstand, da habe ich auch Fragen bekommen, von der Wand zur Decke. Das wird normal immer ausgeschäumt, dann wird hochgeputzt, so weit wie möglich, und der Trockenbauer mit dem Rigips geht dann da nochmal rein, ich glaube nochmal mit dem Netz teilweise, damit eben da genau diese Dehnfuge nicht entsteht oder mit Silikon, damit das eben wirklich nicht reißt. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, was ihr sagt, also es ist so arg. Aber wichtiger Faktor, der Innenputz, den ihr jetzt gesehen habt, der ist komplett frisch. Komplett. Bedeutet, der wird natürlich noch extrem hell, ähnlich wie da die Betonmauer da. Ähnlich wie die. So die Farbgebung wird er dann bekommen. Aber das dauert Wie lange wird das dauern? Ja, unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass das 4-5 Tage wird schon dauern. Das Haus ist ja grundsätzlich nicht beheizt. Das heißt, jede Wärme, die entsteht, sind Heizstrahler oder eben die, so bläht es ja auch nicht, aber Körperwärme, weil natürlich drinnen gearbeitet wird die ganze Zeit. Und es ist natürlich drunter teilweise gespachtelt worden. Das heißt, da ist ja nochmal mehr Feuchtigkeit in dem Bereich, der dann wiederum mit einem Innenputz überdeckt worden ist. Also da ist noch tiefer Feuchtigkeit da. Das dauert dann noch länger. Wochenlang hat es jetzt eigentlich Zeit, dass das wirklich schön austrocknet. Es kommt jetzt der Fußbodenaufbau und alles dann noch dazu. Und mit dem wird dann am Ende des Tages alles eigentlich trocken. Und dann wird auch ausgeheizt, das ganze Haus. Der Innenputz braucht ja in dem Bezug eigentlich keine Heizung oder sowas. Was? Ja, sowas wie auf Lager. Also so dokumentieren halt. Das ist geil. Ja, irgendwo ist man doch ein Schauspieler auch. Also musst du schon sagen. Es ist eine Kunstform, die wir hier leben. Ja, eigentlich, ja, wenn das Thema Influencer generell, würdest du uns als Influencer bezeichnen? Jetzt schon sind wir ganz ehrlich. Aktuell glaube ich noch nicht. Ist doch schrittweise in die Richtung, würde ich jetzt mal sagen, aber noch sehr weit davon entfernt. Ich bin mir sicher, sogar wenn alles oder zu 100% des Tages mit dem Thema YouTube und Social Media geprägt ist, dass wir uns selbst immer noch nicht als Influencer in dem Bezug eigentlich Ja, das kann gut sein. Ja. Da brauchst du jetzt wirklich Vorsicht. Vorsicht. Komplett falsche Schuhe, Leute, ich sag's euch. Mir zwei. Dem Markus geht's genau gleich. Da sind wir auch bei einem spannenden Thema, die oberen beiden Fenster. Da kommt ja dann Lärchenholz-Schalung drauf. Könnt ihr euch so wie bei der Garage da oben vorstellen. Zoomen wir kurz rein. Genauso wird es eigentlich ausschauen, nur dass die Garage schon 15 Jahre, glaube ich, 15, Ja, doch schon einige Zeit. steht die schon. Hat schon eine schöne Patina, eine schöne Färbung. Die wird natürlich da jetzt anfangs mal ausbleiben. Das heißt, die Färbung vom Holz da oben, ihr seht es ja zwischen den Span, das ist Lärchenholz. Die Span selbst sind Fichte. Das heißt, die Vertäfelung bzw. die Schalung da oben, die wird die Optik von der Schalung zwischen den Span haben. Also ein bisschen ein dunkelbrauneres, rötlicheres Holz mit einer schönen vertikalen Struktur dann runter. Und das wird dann auch alles isoliert. Und im Zuge von dem Ganzen kommt dann auch der Aufbau für die Terrasse. Da sind wir vom Niveau natürlich noch ein bisschen weiter weg. Das heißt, da wird noch Aufbau gemacht, damit das Wasser dann nach vorne abrennen kann, jeweils pro Terrasse. Und ein Riesenthema, das Haus wiegt sehr schmächtig immer noch von der Seite, sage ich jetzt mal, wenn das Wort ist, weil der Vorbau quasi null zur Geltung kommt. Ihr seht es ja, es ist ja alles sehr schlank,
hier mit den Nirostersäulen und mit den Betonelementen raus. Alles sehr schlank, alles sehr dünn. Das wird ja alles quasi verdeckt mit Holz dann und dadurch hat man auch von der Seite, von vorne eine komplett andere Optik vom Haus. Es wird dann so wirken, wie wenn das Haus nochmal fast um die Hälfte breiter ist als vorher. Einfach nur deshalb, weil der Blick dann nicht mehr so vorbeigeht und das nicht mehr so luftig ausschaut. Die Außengestaltung des Hauses. Ein großes Thema ist auch bewährte Erde, die wir zum Beispiel hier brauchen. Weil, ihr seht den Niveauunterschied, wir sind da gut, Meter, Ja, 20 Meter, sowas sind wir da irgendwie entfernt. Das wird wahrscheinlich bis hierher alles aufgeschüttet mit Erde, mit Erdreich und wird bepflanzt. Ich brauche hier dazwischen dennoch, also da steigt dann das Gelände zur Terrasse an und da fällt das Gelände eine Zeit lang nicht mehr so stark und da dahinter fällt es extrem. So ist eigentlich die Situation. Aber ich brauche da eine Steigung, die so ungefähr zumindest haltbar ist in dem Bezug, weil da drüben ist der Rasenmäherroboter zu Hause und der soll da vorbeifahren. Der soll da vorne vor der Terrasse eben von diesem Stück des Hauses zu dem Stück da drüben, denn die ganze Wiese da drüben wird mit dem Rasenmäherroboter dann gemäht werden. Und das ist schon viel Arbeit für den. Ich meine, ist ja egal, ist ja ein Roboter, aber er schafft eine wilde Steigung. Das ist eine Anforderung, die er braucht. Und deswegen muss ich schauen, dass er zumindest hier bei dem Verbindungsstück irgendwie so einen kleinen Highway hat. Ich muss gerade an Lightning McQueen denken. Highway. Da ist sein Zuhause, Leute. Da wohnt er, da ist seine Anschrift, da hat der Hauptwohnsitz gemeldet und da wird er dann wegfahren. Hier diese ganze Element machen, mähen und dann fährt er da wieder rüber und mäht die komplette andere Seite dann. Wir sind jetzt, wenn ich es so überlege, eigentlich schon ewig nicht mehr da hier unten gewesen. Diese Wand wird die Basis sein für die Luftwärmepumpe. Die wird hier auf die Wand gehängt und da kommen dann alle Schläuche rein. Die führen dann in den Technikraum rein und von da wird das Haus dann auch beheizt. Das ist quasi die kleine Sonne des Hauses, wenn man es poetisch so beschreiben möchte. Da muss auch noch eine gute Schicht Humus hin und ihr seht es auch hinter mir, da ist wieder das gleiche Thema. Da muss mit bewährter Erde gearbeitet werden. Ich glaube 1,20 Meter oder sowas darf die Mauer da oben rausstehen. Das heißt, bis dahin muss das auch alles aufgeschüttet werden. Also ich brauche einen richtig fähigen Rasenmäherroboter. Wenn ihr da Infos habt, Erfahrungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare oder auch gerne ein DM auf Instagram. Wäre ich euch wirklich sehr dankbar dafür. Bei den Reolink-Kameras, da geht so viel weiter, die bringen immer wieder eine neue Kamera raus, immer wieder ist sie besser als die andere. Das gleiche passiert auch bei den Rasenmäherrobotern. An der Stelle Link in der Beschreibung. Ja Leute, an der Stelle würde ich sagen, das war's mit dem Video. Outro von Josi. Was hat er noch zum Sagen an die Zuschauer? Wir freuen uns auf nächsten Sonntag, denn da kommt eine weitere Folge.